Vor kurzem habe ich mir eine MQTT-fähige Wetterstation gebaut, welche sich per WLAN zu meinem Netzwerk verbindet und mir dann die Daten auf einem übersichtlichen Dashboard anzeigt. Wie ihr euch ebenfalls eine bauen könnt, seht ihr gleich. Vor einigen Jahren gab es von SparkFun einen Artikel über eine Wetterstation, die ihre Daten online zur Verfügung stellt. Leider gibt es dort nicht mal mehr das Sensorkit zu kaufen, allerdings habe ich die Herstellernummer der Wetterstation gefunden und mir diese bei AliExpress für 70 € inklusive Versand bestellt. Die Wetterstation besteht aus einem Windrichtungs-, Windgeschwindigkeits- und Regensensor. Zudem beinhaltet der mitgelieferte Controller einen Temperatursensor, welcher durch einen Sonnenschutz vor Stauwärme geschützt wird. Um den Umbau so einfach wie möglich zu machen, habe ich ein 3D-druckbares Gehäuse für die neue Elektronik entworfen, welches den originalen Controller ersetzt. Die alte Steuerung wird durch einen Wemos D1 Mini und DHT22 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ersetzt. Die Software für den ESP8266 verbindet sich später ins lokale WLAN und sendet die Daten in einem bestimmten Intervall per MQTT an einen ThinkSpot-Server. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu ThinkSpot, dort erfahrt ihr, wie man das Ganze installiert. Die nötigen Token für das Gerät bekommt ihr folgendermaßen. Meldet euch an eurem ThinkSpot-Server an, erstellt ein neues Gerät und klickt auf Zugangstoken kopieren. Natürlich kann man die Arduino Sketch auch so anpassen, dass ein anderes MQTT-fähiges Dashboard genutzt werden kann. Du willst mich und meine Projekte unterstützen? Dann werde mein Patreon auf patreon.com/tysonpower oder spende mir per paypal.me/tynet.eu. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Der Zusammenbau der Elektronik ist recht simpel. Man muss nur die Kabel der Sensoren und dem DHT22 entsprechend des folgenden Diagramms an den D1 Mini löten. Ist das erledigt, schließt ihr den Mikrocontroller per USB an einen PC, öffnet die Arduino Sketch, konfiguriert dort euer WLAN sowie ThinkSpot-Zugang und spielt diese auf den ESP auf. Nun könnt ihr im Serial Monitor prüfen, ob die Verbindung zum WLAN sowie das Lesen der Sensoren funktioniert. Auch sollten erste Daten im ThinkSpot und der Telemetrie sichtbar sein. Wenn nun alles funktioniert, kleben wir den D1 Mini sowie den DHT22-Sensor in das gedruckte Gehäuse. Ich habe hierfür Heißkleber benutzt, welcher in ausreichender Menge auch einen weiteren Schutz der Elektronik gegen Feuchtigkeit bietet. Jetzt können wir den neu gebauten Controller in den originalen Sonnenschutz stecken und das Ganze wie auch den originalen Controller montieren. Nun müssen wir die Wetterstation nur noch draußen montieren und den Controller per Micro-USB mit Strom versorgen. Nun können wir mit den Daten in ThinkSpot machen, was wir wollen und zum Beispiel ein schönes Dashboard erstellen, wie ich das getan habe. Den Link zu Arduino Sketch, zum 3D-druckbaren Gehäuse sowie zu weiteren Infos findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.